Ein Digitalpiano für AnfängerInnen. Diesen Wunsch kann man sich schon für weniger als 500 € erfüllen. Natürlich gibt es sowas auch für größeres Budget, völlig klar. Aber die meisten stellen sich eher etwas Preiswerteres vor. Das macht ja auch Sinn, denn zu Anfang weiß man ja vielleicht noch nicht, ob man dabei bleiben wird. Was man bei einem ersten E-Piano beachten sollte, das kann wohl keiner besser beantworten als ein erfahrener Klavierlehrer wie Yassin Korchi. Hallo Yassin. Hi Jörg, grüß dich. Du betreibst ja deine Online-Musikschule und Klavierschule Music to Me. Genau. Und du wirst bestimmt von deinen SchülerInnen auch oft gefragt, was für ein Piano soll ich mir eigentlich kaufen? Ja, also die Fragen kommen natürlich zuhauf rein, ja, weil ohne Tasteninstrument geht natürlich erstmal nichts. Es geht natürlich immer viel um Preis, aber es geht natürlich auch um Platzverhältnisse. Ne? Also auch das, was wir heute machen, geht ja auch so ein bisschen darum, kompakt wie bei dir oder vielleicht auch ein bisschen größer. Ja? Genau, und ich hatte es eben auch schon erwähnt, Budget ist auch immer so eine Frage. Und da kann man auch sehr mit der Bauart der Instrumente variieren. Also viele wissen das ja gar nicht, welche Instrumente gibt es da überhaupt. Ja. Und ich würde jetzt auch erstmal, wenn ich da ganz unbedarft rangehe, davon ausgehen, das soll erstmal aussehen wie ein Klavier. Und dann ist man ja bei dieser Bauart, das ist so ein Homepiano. Und wir haben jetzt hier von Yamaha haben wir 2 Geräte, die sind eigentlich so, die stellen eigentlich so die unterste Grenze dar. Das ist das günstigste Homepiano von Yamaha, dieses YDP 145. Und hier haben wir dann das P145. Das ist jetzt das Portable Keyboard. Ja. Das günstigste, mit dem man einsteigen kann. Und vielleicht klopfen wir mal kurz ab, was ist eigentlich wichtig? Worauf kommt es an bei einem Digitalpiano, wenn du das für den Klavierunterricht verwenden möchtest? Also das Hauptmerkmal, gerade wenn man Klavier lernen möchte für den Klavierunterricht und man da auch länger dranbleiben möchte, ist natürlich die Tastatur. Weil das Spielgefühl, über das Spielgefühl lerne ich Klavier spielen, ich lerne die Stücke. Und da muss ich natürlich darauf achten, dass ich da nicht zu wenig Geld ausgebe oder zu wenig investiere, sondern zumindest die Grundanforderungen erfüllt sind. Ja. Also es wäre am falschen Ende gespart, wenn man jetzt ein Instrument wählt, das keine gute Tastatur hat. Zum einen das, die Qualität der Tastatur, also die Gewichtung, da gehen wir gleich ja noch mal ein, aber auch zum Beispiel die Gesamtlänge. Das ist ja auch was, wo gerne gespart wird. Also man hat ein kompaktes Instrument, da fehlen dann 1, 2, 3 Oktaven. Ja. Das klingt natürlich erstmal immer gut beim Preis, aber man kommt dann an ein Stück, wo man vielleicht dann doch mal ganz tief greifen muss und hoch. Was macht man dann? Dann versucht man das zu stauchen. Dann gibt es wieder Fragen, wie spiele ich das, weil da fehlt mir eine Oktave. Ja, genau. Das ist dann das ist natürlich blöd. Das ist blöd, wenn man vielleicht auch ein Lieblingsstück hat, wo man merkt, dass man es eigentlich so leider nicht spielen kann. Ja, solche Instrumente haben wir uns ja auch angeguckt. Ja. Da war das Thema aber ein ganz anderes. Da ging es darum, unterwegs Klavier üben. Wie übe ich eigentlich im Urlaub Klavier? Und da muss es natürlich möglichst klein sein. Ja. Und da geht es ja auch nicht darum, dass man Rachmaninow übt auf einem Mini-Piano, sondern man möchte sich einfach nur mit Musik befassen. Dann ist das wieder eine ganz andere Perspektive auf so ein Instrument. Aber so hier gehen wir jetzt erstmal davon aus, ich möchte ganz klassisch Klavier lernen. Genau. Ob Klassik oder Pop, das ist dann nochmal dahingestellt, das ist egal. Aber eine 88er Tastatur ist dann schon mal wichtig. Und vor allem sollte das eine Hammermechanik doch sein. Genau, also die Hammermechanik ist die imitiert quasi eine echte Klaviertastatur, um es mal ganz simplifiziert zu sagen. Und da gibt es natürlich ganz viele Unterschiede. Es gibt natürlich wahnsinnig teure Tastaturen und günstige. Aber ich glaube, wir haben jetzt 2 Modelle hier, wo man guten Gewissens sagen kann, da kann man schon mal auf jeden Fall auch für den Klavierunterrichtseinsteiger schon mal anfangen mit. Ja, genau. Es gibt ja eben, das haben wir auch öfter schon an den Modellen gezeigt, diese Tastaturen, die Holztasten haben, die beim Flügel die Mechanik aufgebaut haben. Und das kostet natürlich auch erstmal viel, viel, viel Geld. Und den Spielvorteil, den man dann eigentlich davon hat, ich glaube, davon profitiert man nicht unbedingt als Einsteiger oder Anfänger.
Das stimmt, ja. Also das ist dann eher eine Investition für die mittel- oder langfristige Sicht, ja, dass man dann später ja, vielleicht weniger Probleme hat oder auch mit schwereren Tastaturen klarkommt. Auch natürlich ein großes Problem bei Einsteigern, die lernen an so einer ganz leichten Tastatur und dann kommen die irgendwo mal bei Bekannten oder so an einen Flügel oder an ein Klavier und dann kriegen die Tasten nicht runter, weil das natürlich dann Weil es schon anders ist. Das ist ganz Natürlich, anders, ist ja. auch ein ganz anderes Instrument. Ja, Das ja. muss man auch wissen. Ein Digitalpiano ist ähnlich wie ein Klavier, aber es ist kein hundertprozentiger Ersatz, Ja. sondern hat er eben bestimmte Vorteile. Man kann es mit Kopfhörer spielen, Genau. man kann ganz für sich üben, ohne andere zu stören. Ja. Ja. Das kann man so ein Portable Piano, das kann man auch mal schnell in den Schrank stellen und wenn man das mal nicht braucht oder den Platz anderweitig braucht, das ist dann ist nämlich eine gewisse Flexibilität gefragt. Genau. Ja? Also du hast es eben gesagt, man trifft diese Qualitäten der Tastatur in sehr unterschiedlichen Levels an. Ja. Und das gilt auch für den Einsteigerbereich. Unbedingt sollte man da hinschauen und du solltest dir vielleicht unsere Vergleichstests anschauen, die wir mit verschiedenen Einsteigerinstrumenten gemacht haben. Die Links zu den Videos und Testberichten auf piano.de findest du in der Beschreibung unterhalb dieses Videos. Und jetzt schon mal viel Spaß dabei. Und wir gucken uns jetzt mal hier an, wie ist eigentlich der klangliche Unterschied? Gibt es da einen Klangunterschied zwischen so einem Home-Piano und einem Portable-Piano? Vielleicht spielen wir einfach mal so in Oktaven durch, um mal zu sehen, ist das riesig, ist das gravierend? Also einen Unterschied höre ich. Da ist mehr Volumen im Klang. Es ist auch ein anderer Klaviersound. Da ist ein CFX Yamaha Sound drin, hier ist ein CF3. Okay. Das ist natürlich ein anderer Charakter, aber jetzt ein gravierender Unterschied. Ist jetzt nicht viel entfernt, ne? Also vielleicht in der Dynamik. Ich habe anscheinend einen härteren Anschlag als du. Oder ist hier mehr drin? Ja, es ist auch sehr ähnlich, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, es ist jetzt nicht hier ein Unterschied von auf einer Skala 1 zu 10, hier eine 1 oder eine 2 und da eine 10. Also ich glaube, das liegt sehr dicht beieinander. Ne? Ja. Also vielleicht können wir ja, vielleicht spielst du auch mal so im Zusammenhang was an und dann hier auf diesem Piano, Ja. dass wir die Plätze tauschen. Also für alle, die diese Videos noch an uns noch nicht kennen, das ist immer die Stelle, wo ich sage, Mensch, Yassin, das perlt aber. Ja. Also ich finde es super, es macht Spaß zu spielen. Ist ein bisschen leichter als jetzt diese neuen Ps, die wir getestet haben von Yamaha. Das Spielgefühl für mich jetzt gefühlt, also finde ich eigentlich, macht Spaß. Ja, dann setz dich doch mal hier. Und dann bin ich gespannt, was jetzt rauskommt. Super. Also eigentlich, Ganz klar kann man raushören, das ist ein anderer Charakter. es klingt ein bisschen vom Tempo ein bisschen anders. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist besser oder schlechter. Nee. Unmöglich. Ja. Und von den Tastaturen gibt es sich jetzt tatsächlich auch jetzt nicht allzu viel. Ja. Also ich kann ja noch mal so ein Klassikbeispiel anspielen. Also jetzt da. Mal den Wechsel. Also ich würde jetzt sagen, hier ist die Gesamtdynamik etwas schwächer, aber die Einzeldynamik im Einzeleffekt ist
etwas besser als hier. Ich glaube, hier ist, der große Sound, Ja, genau. vielleicht auch bauartbedingt anders. Ich hätte es genauso ausgedrückt. Ja. So. Das klingt voluminöser Ja. und ein bisschen satter vielleicht irgendwie. Aber ich kann wirklich nicht sagen, das eine ist gravierend besser. So, das ist wirklich dann eine Geschmackssache vielleicht. So, in so einem Klangvergleich fand ich ja schon mal sehr aufschlussreich. Aber bei dem Digitalpiano haben wir ja auch es mit ein bisschen technischen Belangen zu tun. Das sind ja nun mal technische Geräte. Allerdings sind es nicht Geräte wie ein Smartphone, also da, wo es auf technische Features eben ankommt. Wenn man sich jetzt für das ein oder andere Instrument entscheidet, bei einem Musikinstrument würde ich sagen, geht es eher noch um Spielgefühl, um Klanggenuss, um Emotionen und irgendwie auch eine Lebenseinstellung. Ja, kann man so sagen, ja. Es ist schon ein Lifestyle. Also wie siehst du das? Ja, es ist ja immer die Diskussion so ein bisschen zwischen akustischem Klavier und Digitalpiano. Das ist ja eine Riesendiskussion, die will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich glaube, wenn man sich hierfür entscheidet, ist klar, worum es auch geht, dass man hier mit Kopfhörern und so weiter üben kann, also die Vorteile eher im Vordergrund hat, ja. Klar, Yamaha ist so eine Firma, die viel Tradition hat. Also ich glaube auch, vielleicht entscheidet man sich für so eine Firma auch aus Emotionen, Lifestyle heraus, und dementsprechend muss man dann vielleicht mal gucken, was einem da in sich selbst mal reinhören, wo es einen eigentlich hinzieht, ne? Also Spielgefühl, alles, was da dabei ist, vielleicht auch ein bisschen visuelle Sachen. Will ich, dass das so aussieht wie ein Klavier? Bin ich so ein traditioneller Mensch, der vielleicht so das Imitat, was sehr nah dran ist am Klavier? Oder reicht mir sowas, wo ich eher ein kompakter Typ bin, der sagt, ey, ich habe das vielleicht mal im Keller, dann habe ich das mal irgendwie im Wohnzimmer und spiele mit den Kindern irgendwie Weihnachtslieder oder sowas, ne? Das ist natürlich mit sowas dann deutlich umständlicher, wenn hier zwei Leute das Ding tragen müssen, ja? Auf jeden Fall. Was ich ganz wichtig finde bei dem Portable Piano noch, das ist eben portable, klar, es ist transportabel. Ja. Und das kann man auch hier aus diesem Stativ schnell lösen. Und man kann ja auch einen Standard-Keyboard-Ständer verwenden. Ja, und so ein Portable kann man eben auch schnell mal mitnehmen auf eine Bandprobe oder kann mit Freunden gemeinsam musizieren. Ja. Das ist natürlich noch mal eine andere Geschichte. Also diesen Gedanken sollte man sich vorher machen. Ja, also konzeptionell ist es vom Transport natürlich was ganz anderes. Das kriege ich wahrscheinlich auch nur schwer in ein Auto rein. Also da brauche ich schon größere Umfänge. Und das ist kein Problem, da hier irgendwie den Kofferraum umzuklappen und das hereinzuschieben. Und vom Gewicht sowieso nicht. Das kann ich unter den Arm nehmen, mehr oder weniger. Ja. Und hier wird es dann natürlich schon schwer. Also das sind so Sachen, die man sich schon überlegen sollte im Vorfeld. Und dann kommen wir gleich auch zu den Dingen, die man eben noch so braucht für so ein Piano. Das weiß man als Anfänger auch nicht unbedingt. Ja. Also wenn man mit den Instrumenten noch nie zu tun hatte, dann weiß man auch nicht, wenn ich das auch mal unterwegs mit dabei haben will, dann besorge ich mir vielleicht auch noch gleich so ein Gigbag, dass ich das besser tragen kann. Das wäre so ein Zubehör, den man eben haben sollte. Wenn man das Originalstativ nicht dazu kauft, dann braucht man dennoch irgendwie ein Keyboard-Stativ. Ja. Ja, und wenn man diesen ganzen Zubehör mit einplant, dann lohnt es sich, gleich auf Bundles und so Sets zu gucken, die der Handel auch anbietet. Denn da hat man eben, es gibt ganz spezielle Bundles, die so zusammengestellt sind, schon vorab. Da ist dann eine Klavierbank dabei oder eine Tasche oder ein Stativ. Und das ist jeweils auch mit so ein bisschen Rabatt günstiger gemacht. Also da kann man tatsächlich auch ein bisschen Geld sparen. Unter Umständen sogar gar nicht wenig, dass man dann wieder anderweitig investieren kann, wie auch immer. Aber das gucken wir uns mal im Einzelnen an. Klingt sehr interessant, ja. Okay, die Sache mit dem Zubehör. Wenn man so ein Homepiano hat, dann hat man ja auch alles insgesamt schon drin. Da ist so ein Notenständer dran, da sind die 3 Pedale. Man hat so eine Tastaturabdeckung, das darf man nicht vergessen. Das ist also schon komplett. Das ist komplett, ja. Hier ist das etwas anders. Das Instrument wird ja einzeln gekauft. Ich habe das hier mal auch dann in der Shop-Seite. Das ist das einzelne Instrument. Und dann gibt es dafür ebenso Bundles. So. Und so wie das hier steht, das ist das Stand-Bundle. Das kostet dann hier als Bundle 680 knapp. Und es ist so, wenn man das einzeln kaufen würde, dann würde dieses Stativ schon allein
159 kosten. Also einzeln gekauft kämen wir dann auf einen Gesamtpreis von 708 Euro. Also gespart bei dieser Variante hätte man 29 Euro. Das ist auf jeden Fall, was man hat, hat man, ne? Ja, genau. Und ich meine, diese 29 Euro, die kann man dann sehr gut investieren in ein Sustain-Pedal. Weil das ist halt so, bei diesem Instrument liegt so ein kleiner Fußschalter bei. Das ist kein richtiges Sustain-Pedal, das ist wirklich, das funktioniert, aber es ist nicht schön zum Spielen. Also kann man eigentlich sagen, wir haben jetzt also über dieses Bundle mit diesem Ständer bei dem P145, bei dem Portablem, 29 Euro gespart mit diesem Bundle. Genau. Das stecken wir jetzt, sagen wir mal, in so ein Sustain-Pedal rein, sagen wir mal 30 Euro. Ich glaube, dafür kriegt man auch schon Sustain-Pedale. Ja, klar, dafür kriegt man es auch schon. Und dann sind wir hier, sagen wir mal, ein bisschen mehr als 700 Euro. Genau. Ja? Und dann relativiert sich das natürlich vom Preis schon wieder ein bisschen zu dem hier. Ne? Ja, man kann auch da wieder den Vergleich machen. Es gibt da noch ein anderes Bundle, habe ich eben gesehen. Moment. Das wäre das, hier heißt das dann Mega-Bundle. Und hier kann man sehen, da ist dann auch so ein Fußteil dabei mit den 3 Pedalen. Das wäre also auch schon mal eine Überlegung. Aber dieses ist auch optional. Zu diesem Stativ wird es angeboten. Und das kostet dann auch schon wieder 150 Euro ungefähr. Also da kommt man schon auf eine ganz schöne Summe. Aber hier kann man sehen, hat man dann eine Klavierbank dazu, noch einen Kopfhörer sogar und kommt auf 799. Und das Instrument hier kostet 899. Also ist man immer noch günstiger mit diesem Portable Piano. Ja. Und hat trotzdem den Vorteil, den man hier nicht hat, ne? Dass man portable bleibt, wenn man es dann wieder abschraubt, was relativ leicht geht. Ja? Und, genau, und man hat eben eine Klavierbank auch schon dazu. Das muss man ja hier auch noch dazu. Die bräuchte man hier auch und den Kopfhörer also, auch. Ja. Das ist schon auch günstiger, diese Variante, so als Portable Piano auf jeden Fall. Und man ist damit noch variabler. Das ist ein bisschen komplizierter, weil man eben diese ganzen optionalen Dinge da sich zulegen muss. Aber wenn man da einfach mal ein bisschen sucht, dann kann man da auch eine gute Möglichkeit finden. Aber die Bundles sind eigentlich perfekt zusammengestellt. Also ist alles kompatibel, also ist alles passt genau da zusammen. Also es ist jetzt nicht irgendwie wild zusammengewürfelt, sondern man kann sich da komplett drauf verlassen, dass das dann auch alles Genau, funktioniert. das ist auch farblich abgestimmt. Also wenn man jetzt hier so eine Rosenholz-Variante hat, dann ist da auch schon die Pianobank passend in einem Farbton angeboten. Ja. So. Und gut, das sind dann jetzt auch nicht die hochwertigsten Klavierbänke, aber für den Anfang ist das völlig okay. Ja, also es macht ja auch keinen Sinn, jetzt eine Klavierbank zu kaufen, die halb so viel Geld kostet wie das ganze Piano. Ja, ja. Das gibt es durchaus. Ja, das stimmt, ja. Ja. Aber das muss man ja nicht machen. Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, sich das anzugucken. Also Zubehör ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Wir haben eben Sustain-Pedal haben wir erwähnt. Dann könnte man jetzt auch noch meinen, okay, wir brauchen noch ein Metronom. Das sieht sicher schick aus hier, wenn man das da drauf stellt und klick, klack, super Sache. Aber da hat man ein Problem, wenn man nämlich mit dem Kopfhörer spielt. Wie hört man dann das Metronom? Weil das ist ja außerhalb des Kopfhörers. Ja. Also wenn man über die Lautsprecher spielt, ist das kein Problem. Aber beim Üben mit Kopfhörer ist das schon mal schwierig. Wenn man eigentlich sagen kann, die meisten haben eigentlich ein integriertes Metronom mittlerweile. Muss man sich einfach nur ein bisschen halt mit der... Ist schon eingebaut, gibt's schon. Ja. Also das muss man dann hier, kann man das über die Tastatur anwählen. Das ist ein bisschen umständlich. Mit der App kann man das natürlich dann auch so haben. Ne? Oder man holt sich eine App für Smartphone. Die sind ja mittlerweile auch kostenfrei. Metronom-Apps gibt es also für Android und iOS, also für Apple-Handys und Android-Handys ist das eigentlich kein Problem. Ja. Und total coole Sache, über USB ist das an das Audiosystem angeschlossen und man hat das auch beim Kopfhörer üben. Hat man dann eben aus dem Smartphone so ein Metronom. Aber das braucht man eigentlich, weil es auch schon in der Smart Pianist App drin ist. Also das bietet Yamaha ja kostenlos dazu an für eben iOS-Geräte und Android. Das ist auch nochmal ein Punkt, den man sich auch angucken sollte bei einem Einsteiger-Piano. Welche Piano-Apps gibt es dazu? Ja. Und da gibt es dann auch nochmal große Unterschiede. Auch darauf gehen wir dann ein in den Vergleichstests zu den Sets, die wir uns angeguckt haben. Und da werden wir dann auf diese Unterschiede eingehen. Und ja, vielleicht können wir zusammenfassen. Ja. Worauf sollte man achten? Auf eine Hammermechanik-Tastatur.
auf einen schönen Klavierklang. Also ich kann immer nur sagen, wähl das Piano, wo du meinst, das ist der schönste Klavierklang für mich. Ja. Weil ich glaube, das motiviert am meisten zum Spielen und Üben. Ne? Ist ein bisschen Geschmackssache natürlich, aber ich würde sagen, gerade so Modelle von Yamaha, aber auch Kawai und alle, die da oben dabei sind in den Piano-Klängen, gibt es noch andere Marken, Roland und so, die haben eigentlich alle gute Klavierklänge. Das ist dann ein bisschen Geschmackssache, wo man vielleicht sich hintendiert. Ja, aber Tastatur aber auch das Zusammenspiel ist wichtig zwischen Tastatur und dem Klavierklang. Haben wir ja gerade gemerkt, dass sie eigentlich gleich klingen, aber sich vielleicht das ein bisschen anders anfühlt genau, irgendwie. Genau. Ne? Vielleicht, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen Hilfe holen. Vielleicht kennt man jemanden, der einem da helfen kann, schon das mal anzuspielen. Ja. Aber ein Punkt, den ich auch wichtig finde, ist, bei Markeninstrumenten gibt man immer mehr Geld aus, aber man weiß auch, ein Markeninstrument kann man auch wieder gut weiterverkaufen. Ja. Falls man feststellt, nach einem halben Jahr, einem Jahr, das steht doch nur in der Ecke rum, Klavierspielen ist doch uncool. Ja. Dann kann man das auch wieder ganz gut weiterverkaufen. Ja. Und dann sollte man sich frühzeitig schon entscheiden für eine eher stationäre Lösung, wo man weiß, okay, das bleibt definitiv in einem Arbeitszimmer oder in einem Spielzimmer oder im Wohnzimmer stehen und ich werde es eigentlich die nächsten Jahre nicht groß verrücken. Oder halt wirklich eine portablen Lösung, wo ich dann vielleicht in einem Bundle oder anderweitig Zubehör dazu kaufen kann, um es dann in die Richtung hinzukriegen von so einem stationären. Also das sind so prinzipielle Fragen, die man am Anfang eigentlich sich dem hingeben sollte, wo die Richtung hingeht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, dann würde ich sagen, viel Spaß bei den Vergleichstests. Die Links dazu unten in der Beschreibung und viel Spaß damit. Genau.